Ich habe mir davon geträumt, an diesen Turnieren teilzunehmen. In Deutschland wartete man auf den neuen Supertorwart. Aber auf der Einladung damals stand ja dann drauf, Lichtlein Wolf. Und wer Andi kennt, weiß, dass er auf keinen Fall verlieren kann. Good save from Wolf! Lots of space, chance to go all alone. He does! Oh, Wolf, what a save! What a save! 16 Millionen schauen das Finale, sehen, was er gemacht hat. Und plötzlich war er absolut im Fokus. Diese ganzen Sachen, die man sich als Kind eben irgendwo in seinem Kopf mal hingestellt hat, die sind da real geworden. Sie haben nie so richtig gut ausgesehen. Sie hatten Probleme mit der sehr flexiblen spanischen Abwehr immer gehabt. Und das Selbstvertrauen war da, wo sie dahin geflogen sind, weil sie gesagt haben, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Aber in dem Spiel war Spanien eben auch besser. Das muss man ganz einfach sagen. Spain make Germany pay for that. Ne, es hat sich natürlich auch jeder anders vorgestellt, zumal man an dem Tag wirklich sagen musste, dass wir nahezu chancenlos waren. Spanien war einfach eine Nummer zu groß für uns. Demnach rechnet man natürlich dann im Kopf auch hin und her, wenn man die ersten beiden Punkte schon mal weg hat, dann wird es natürlich im Turnierverlauf schwierig. Da muss man unbedingt zweimal gewinnen, um weiterzukommen. Und wenn man dann als nächsten Gegner da Schweden auf der Agenda hatte, dann wusste man, dass das auf jeden Fall keine leichte Aufgabe werden wird. Sweden in charge. They lead over Germany 17-13. Sie liegen zurück und dann, wir reden über Andy Wolf, macht Andy Wolf ein unglaubliches Spiel. Aber er hat alles in der zweiten Halbzeit, was entscheidend war, abgewehrt. Well, this is just about the dream start to this second half. %40 save rate for Wolf. He's done great, hasn't he? The Swedish fans can't quite believe what's going on. And now Nilsson with it, nobody in front of him, lots of space, chance to go all alone. He does! Oh, Wolf, what a save! What a save! Ja, das war genau diese jugendliche Leichtigkeit, die man hat, wo man einfach nicht so im Hinterkopf hat, so, wenn wir das verlieren, ist die Euro vorbei. Sondern dieses junge, naive, unbedarfte, dieses einfach, wir gewinnen das Spiel, wir kämpfen, wir fighten, wir laufen, wir tun alles dafür. Und dann ist natürlich schon der erste Fingerzeig eigentlich im Nachhinein auch, wo du sagst, oh, vielleicht sind die wirklich für was Großes bestimmt, wenn die so ein Spiel dann in der Manier biegen. Nilsson from distance, oh, he's shot over, and Germany know that they're going to win this one now, as the buzzer hits 60, and Germany have an incredible victory here in Wrocław. Diese zweite Halbzeit gegen Schweden war der Punkt, wo die Deutschen gesagt haben, mit Team Spirit und unserer Defensive, mit Andy Wolf, können wir hier auch wirklich was reißen. And now it is all over. Germany have the victory. They're through to the main round. Well, hello and welcome to Wrocław in Poland for this main round game between Germany and Russia. Enough power on there by Dissinger to beat the goalkeeper. Oh, good save by Wolf. Quick throw off taken, 1.5 minutes straight in the top corner, and the goalkeeper not even moving on that one. Payon says the referee, this to level it, they have! Da weiß ich noch, dass Raffi sich ja aufgeopfert hat. Hatte Žitnikov oder sowas. Dann quasi, jetzt ein bisschen dramatisch gesprochen, unter Einsatz seiner Gesundheit gestoppt. Žitnikov over the top! And the German fans celebrate. In dem Zeitpunkt waren wir schon so in diesem Flow drin und so in diesem Alles ist möglich Gedanken und voll auf Dänemark gerichtet. Dago hat das auch einfach unglaublich gut gemacht. Er hat das einfach dann so wirklich richtig nüchtern dargestellt. Er hat gesagt, wir haben eine Chance gegen die, wir können die machen. Nehmen da denen das Tempo raus und er hat die wirklich einfach analysiert. Ja, eben wie der gute Trainer, der er ist. Da hat er wirklich die Waage gefunden und er hat es in kürzester Zeit geschafft, Kühn und Häfner da in die Mannschaft reinzukriegen, deren Bedeutung für das Team sicher später noch speziell im Halbfinale zeigen Good wird. save from Wolf!
And it's Germany who've got the victory. And of course they come running to Wolf because he has put them through to the semi-finals. What a match. Ja, diesen letzten Ball da mitnehmen, zu wissen, okay, du hast gerade Dänemark ausgeschaltet, du bist im Halbfinale. Well, hello and welcome to semi-finals day here at the European Championship. Ja, und dann eben dieses Spiel gegen Norwegen. Muss man natürlich sagen, da haben dann wieder neue Gesichter in unserer jungen Mannschaft Geschichte geschrieben. Und es war ja wirklich, es hätte genauso gut Norwegen sein können. Beide Mannschaften waren absolut auf Augenhöhe. Tonnesson, strong shot, but well read. Wolf got it. Saved by Wolf. Mitte zweiter Halbzeit haben die Norweger dann plötzlich ein bisschen Kontrolle über das Spiel. Aber sie haben es dann nochmal geschafft, in den letzten Minuten die Partie dann eben noch in die Verlängerung zu retten. Germany looking for the equalizer to take this to extra time. Yes, they're level. The handoff. Now he's got space down the middle. Germany in possession. Clock ticking away. Oh, they've scored. Germany are in the final. Can you believe it? Wenn man dann den Jubel in Krakau gesehen hatte, dann hat man gesagt, okay, die Jungs, jetzt wollen sie auch alles. Well, hello and welcome to the wonderful Krakow Arena in Poland. The final of Euro 2016 is Germany against Spain. Irgendwann wiederholt sich ja die Geschichte. Du verlierst das erste Turnierspiel und dann hast du eben diese schöne Sache, du triffst nochmal auf diesen Gegner und hast die Chance, nicht nur zur Revanche, sondern auch den EM-Titel zu gewinnen. Und da war wirklich eine Riesenbegeisterung. Also mit dieser Einsatz, mit diesem Kampfgeist hatte die Mannschaft jetzt ganz Deutschland plötzlich auf seiner Seite. Ja, man wusste natürlich, was Spanien mit uns angestellt hat. Und uns war eben auch bewusst, dass das die einzige Mannschaft war, die uns bis dato schlagen konnte. Dennoch, ich glaube, wenn man Finale spielt, dann ist alles bei Null. Hyperfokus, du bist nur auf das konzentriert. Es gibt in dem Moment nichts anderes auf der Welt. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, sagen wir 16.000, 17.000 oder sowas. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Aber die sind alle ausgeblendet. Du hast nur noch diesen Ball und das Spiel vor Augen und im Kopf. Und es gibt nichts anderes auf der Welt, was dich irgendwie interessierte. In der Statistik gesehen, es hat es noch nie gegeben bei einer Männer-Europameisterschaft, dass eine Mannschaft in 30 Minuten nur 6 Tore wirft. Dazu auch noch 7 Meter. Also wir haben 5 Feldtore in 30 Minuten gehabt. Auf der anderen Seite hat Andi Wolf 54% abgewehrte Bälle. Und es war eigentlich so irgendwie, ich glaube, die Deutschen, wenn es nicht das Finale gewesen wäre, hätte man noch sagen können, die haben es den Spaß gemacht. Lass die Spanier doch mal von überall werfen, der Wolf wird es schon halten. Nein, die Abwehr war natürlich auch gut, aber die Spanier sind komplett an Andi Wolf verzweifelt. Habe ich so noch nie erlebt. Man sitzt auf der Bank, bejubelt jede Parade und ich glaube, zur Halbzeit muss man sich schon überlegen, ob man schon Muskelkater dann auf der Rückseite des Oberschenkels hat, weil man wirklich so oft aufstehen musste. Julen Aguinaldo, der hat es nachher irgendwann mal gesagt, er hat ja einige Würfe in diesem Finale verworfen gegen Wolf. Er hat den schönen Satz gesagt, du kriegst den Ball und dieser Wolf wird größer und größer und größer. Die Stimmung auf den Rängen, wo ja sehr viele, also mehrere tausend deutsche Zuschauer waren, war schon super. Also das war eine riesen Feierarena schon und damit jeder Parade von Andi Wolf mehr und speziell natürlich dieser spektakulären, wo er die beiden Bälle direkt hintereinander einen aus der Distanz, einen aus der Nahdistanz. Wolf! Oh, double save! And a fantastic one as well! Wolf! Das war im Endeffekt dann auch das Zeichen. Die Spanier hatten gemerkt, wir können hier machen, was wir wollen. Der Wolf hält alles. Und da war das jetzt erstmal, wo ich so richtig aus mir rausgegangen, so richtig gejubelt habe, weil das war dann schon so ein Moment, wo du einfach von der Intuition, vom Gefühl her warst, so, okay, das könnte so der Knackpunkt gewesen sein. Plus nimmst du ein bisschen Zeit von der Uhr, also ist auch nicht schlecht. Da hast du auch gesehen, was das auch für die Spanier bedeutet hat, dieses Turnier so lange gespielt zu haben und dann so einen emotionalen Dämpfer das ganze Spiel über vorgesetzt zu kriegen. Die sind ja normalerweise sehr, sehr abgezockt, aber
In dem Spiel haben wir es ausnahmsweise sogar mal gegen Spanien geschafft, sie nicht wieder reinzuholen ins Spiel, sie nicht wieder einzuladen, sondern dass wir unseren Kampf eben über 60 Minuten durchgezogen haben. And there we go. Germany have won the final of Euro 2016, 24-17. The new European champions, Germany.